dem Weg nach La Falda. Und in La Falda gibt es das Eden Hotel. Es hat eine deutsche Familie gemanagt. Vorbei geht's am Stausee San Roque. Der Bauer dieses Stausees war übrigens der erste Eigentümer des Eden Hotels. Ja, wir sind hier gerade unterwegs. Das Apartment Bonija. Das ist in der Nähe von Calaf Pass, wo wir letztes Mal gefilmt haben. Und auf dem Weg nach La Falda. Und hier, wie ihr seht, diese wunderschöne Aussicht auf den See San Roque. Hier sind wir gerade im Zentrum des Landes Argentinien. Also Córdoba ist das Herz von Argentinien. Und hier genau sind wir gerade an dem Mittelpunkt von Argentinien vorbeigefahren. Und jetzt fahren wir gerade über den San Roque rüber. Sieht aus wie ein Fluss, hier ist aber ein Stausee. Oder ist auch ein Fluss. 3 Kilometer nach da haben wir den Fluss. Das ist der Folklore-Festplatz von Cosquín. Hier wird einmal pro Jahr Folklore gefeiert. Hier in Hotel Eden in der Falda in Córdoba, Argentinien. Das ist ein Hotel, was zur Zweiten Weltkriegszeiten geöffnet war. Hier sind wichtige Politiker, Präsidenten, Albert Einstein, Hitler, alles Mögliche haben hier sich untergebracht. Hier sieht man schon den Adler auch, das ist, glaube ich, der gleiche, der da oben drauf ist. Der Originale wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen und die Familie musste das Hotel aufgeben. Ja, wir sind heute hier mit einem kleinen weißen Auto, was man da sieht, neben dem Polizeiwagen. Das ist heute unser Fahrzeug. Eine wichtige Nummer war anscheinend die Nummer 8 gewesen hier. Man sieht alles mit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diese Porzellanschüsseln, ähnlichen. Türme sind in 8 Ecken aufgeteilt. Es sind 8 Fenster. Die 8 war eine sehr starke magische Zahl gewesen. Okay, auf geht's und rein. Hier die verschiedenen Personachen, Che Guevara, wo wir nächstes darüber sprechen werden, Einstein, Windsor, anscheinend gab es ja auch ein Theater. Unten haben wir so einen kleinen Andenken-Store. Das ist die erste Eigentümerin, Maria Herbert de Kreutner. Die Geschichte. Ende des 18. Jahrhunderts kommen viele Immigranten nach Argentinien. Dr. Juan Bailet Macé sieht darin ein Geschäft und kauft ein Riesengrundstück in La Falda. Auf seinen Wunsch wird auch eine Station gebaut, damit die Züge dort halten können. Das Eden Hotel hatte große Säle, Strom von 3 Generatoren erzeugt, Wasser von Quellen, eine große Kühlkammer, Desinfektionssaal, Werkstatt, Golfplätze, Tennisplätze, Cricket und Schwimmbäder. Trotzdem war es kein großer Erfolg. Mit Maria Herbert de Kreutner änderte sich zum Guten das Glück des Hotels. Maria Herbert de Kreutner beschließt, das Hotel an die Brüder Bruno und Walter Eichhorn zu verkaufen. Es endet eine Etappe und es beginnt eine ganz wichtige neue Etappe für die Stadt de La Falda. Als die Welt in den Krieg und Krisis ging, begann eine neue Epoche für Argentinien. Ohne Möglichkeiten, Urlaub in Europa zu machen, mussten die Argentinier jetzt in ihrem eigenen Land bleiben und dort Urlaub machen. Jetzt entdeckten sie die Gebirgszüge von Córdoba. Das Eden Hotel erlebte seine besten Zeiten. Die Familie Eichhorn reiste nach München
wo sie zum ersten Mal Adolf Hitler hörten. Ab da an entschieden die Eichhorn, mit ihrem Kapital zu helfen. Und es begann eine neue Freundschaft zwischen ihnen. Nach dem Krieg erwähnte das FBI in einer Akte, dass Adolf Hitler angeblich in Argentinien gesichtet wurde. Man verbindet in den 1945er Jahren die Familie Eichhorn mit der Akte. In dem Hotel ist für Besucher ein Dokument namens Catalina Gomero ausgestellt. Catalina Gomero hat in späten Jahren in einem Interview versichert, Adolf Hitler nach dem Krieg in dem Hotel gesehen zu haben. Als man sie fragte, ob sie ihn erkannt hatte, sagte sie: „Ja, sofort. Weil vorher waren viele Fotos von ihm hier im Hause und auf einmal verschwanden alle. Ich fragte, ob er es ist, und man sagte mir: Du halt den Mund. Was denken Sie, was aus der Geschichte Adolf Hitlers wurde? Er starb hier. Er ging nicht weg von hier. Wenn man sagt, dass Hitler woanders gestorben ist, nein. Nach dem Krieg verlor die Familie Eichhorn das Anwesen, aber 1945 hatte Perron ihnen das Hotel zurückgegeben. Sie verkauften das Hotel aber sofort. Angeblich kaufte das Hotel eine Firma namens KKK. Aber mit der Zeit verkam das Hotel. Sheldon würde sagen, Einstein war hier. Und dann war es hier, das war ein Theater gewesen. Und da gab es verschiedene Vorstellungen. Man muss vorstellen, es gab hier sehr viele Gäste wie Präsidenten, Professoren, normale Leute. Dieses kleine Haus war, um das Fleisch zu räuchern. Hier sieht man noch die Haken drin. Riecht auch noch ein bisschen nach Räucherkammer. Verrückt, weil es sind schon bestimmt 40, 50, 60, 70 Jahre vergangen. 70 Jahre. Und hier sieht man schon die Haken. Ob das noch die originalen Haken sind, weiß ich nicht. Es wird wirklich sehr viel geklaut. Und hier haben wir das Hotel von hinten aus. Das ist noch ein Haus. Das ist das Haus, wo alle Leute Fotos von ziehen, und nachher im Foto kommt ein Kind in der Scheibe. Mal gucken, was passiert, wenn ich das Video editiere. Dann geht's nach unten. Hier war der Waschsaal gewesen. Es wurde damals nicht mit Handschuhen gewaschen, sondern mit den Händen und Chlor, und wurde uns gesagt, hier waren die ganzen Waschbecken gewesen, hier wurde die Wäsche gewaschen. Noch eine Maschine zum Schleudern, das war eine Schleudermaschine gewesen. Eine Walze, um die Kleidung zu bügeln, die Bettlaken zu bügeln. Heizungselemente. Vielleicht ein Trockenraum. Das ist ein Trockenraum, da die Heizung drin. Von dem Generator, klar, hat Strom erzeugt, Hitze erzeugt, und das konnte man als Trockenraum gewesen sein. Das wird gerade nicht erklärt, aber es sieht wirklich aus wie ein Trockenraum. Und der Teil wird hier gerade erneuert. Hier ist zwar die Werkstatt gewesen, die wird jetzt erneuert. Drüben haben wir gerade reingeguckt. Und das war eine Maschine gewesen, und die hat über die ganze Stange hier wurden alle möglichen Blöcke angetrieben, also eine Schleifmaschine und alles Mögliche. Ja. Jetzt geht es ab in den Maschinenraum. Das hier war der Maschinenraum gewesen. Hier wurde Strom erzeugt. Und das sind richtig Riesenteile hier. Also wirklich einige tausend Pferdestärken, denke ich mal. Das ist echt, also. Kann sich vorstellen, wenn hier die Arbeiter hier gearbeitet hatten, unter Schweiß, Hitze vielleicht, und haben diese Maschinen zum Fahren gebracht. Hier war das Kontrollpult gewesen. Die Hebel sind Strom ein, Strom aus. Ja, das ist leider was von übrig. Es wird sehr viel geklaut. 25 Jahre ohne Eigentümer und sehr viele Sachen sind weg. Zum Glück, diese Maschinen konnte man nicht mitnehmen. Die gingen nicht durch die Tür durch, aber anscheinend eine Sache ging durch und es wird die Wand kaputtgeschlagen anscheinend. Also denke ich mal schon. Weil die Maschine ist nicht mehr da, hier war ein anderer Generator gewesen. Und hier kommen wir zu den Servicehäusern, Stellen und alles Mögliche.
Hier kamen wohl die ganzen Personal unter. Wir waren noch vielleicht Bungalows gewesen. Ja, und das waren hier die Räume gewesen. Man sagt, das sind nicht mehr die originalen Möbel, aber vielleicht einige hier von diesen Badezimmerteilen, Schreibmaschinen, eine echte Schreibmaschine. Es kann noch ein paar originale Sachen sein, die man vielleicht wieder bekommen konnte, aber alles im Eilen wurde sehr viel geklaut leider. Hier noch ein Schlafzimmer, wie es ausgesehen haben könnte. Die Toilette, vielleicht noch die Originale, da sie ja festgeschraubt ist. Ja, und hier wie gesagt die Bank, diese Uhr, die man sieht als Messertisch. Und was mir Aufmerksamkeit erweckt, ist der Boden, so ein richtiges 3D-Muster. Hier sind auch noch andere Schlafzimmer, da kommt man da nicht rein. Hier eine Doppelsuite, eine Badewanne, sieht man leider nicht so gut, vielleicht von einem anderen Fenster. Ist leider zu. Ja, wie gesagt, hier oben hat man die Nummern. Auch wieder für mich viel mit der 8 drinne. Der Steinadler, der ist eine Replikation. Hier haben wir die Aussicht von dem Hotel nach vorne. Ja, und das war hier ein Mechanismus, um das Dach hier zu verschieben. Komplett Mechanik. Und hier haben wir den Boden mit Glas, damit das Licht nach unten durchgeht. Hier auch. Da denke ich mal, wurde der Boden repariert. Da auch wieder dieser 3D-Effekt. Hier haben wir einen Mini-Aufzug für die Teller, Geschirr. Und das war ein Schornstein, ist er auch noch. Und der hat dann direkt die Teller getrocknet. Verrückt, ne? Das war hier so wie ein, ja, vielleicht auch ein Speisesaal gewesen. Räume sind hier noch kaputt. Dieser Teil ist noch nicht renoviert. Eine kleine Toilette hier. Hier sieht man, hier wurde der Boden erneuert. Also anscheinend werden die Kacheln noch gebaut. Toll, ne? Der Aufstieg. Ein Riesenspiegel hier. Die Treppe runter. Richtige Holztreppe. Der Boden ist ziemlich wackelig. Vor allem hier. Ich weiß, wie ich das letzte Mal hier war, waren Teile von dem Boden da vorne, der war noch aufgewesen. Hier ist die alte Annahme, die Rezeption. Altes Telefon. Hallo? Man sagte mir nicht anfassen, zum Glück. Und hier kamen dann die Leute an. Hier ist der Rezeptionist gewesen. Und hier wurden dann die Schlüssel aufgehangen, Karten verteilt. Und das ist anscheinend nicht von der Zeit. Einfach Rohrenfabrik. Das ist hier eine Karte von Adolf Hitler an die Familie hier, die dieses Hotel geführt hat. Und so eine Dankungskarte, man kann es kaum noch lesen. Ja, das ist hier die Karte von dem FBI, dass Hitler anscheinend nach Argentinien gekommen ist und nach dem Hotel hier in der Falda. Hier in der Kammer, in der Weinkammer, sind leider alles leere Weinflaschen. Ich wurde schon angemahnt, dass ich hier reinging. Aber das ist alles leer, aber das waren alles richtig Depositos gewesen hier, also Lager.
Da hinten war noch mehr gewesen. Richtig gut hier nach Erbsensuppe. Oh, hier ist noch mehr. Jetzt in der Kamera ist es hier ein Durchgang. Hier ist die Temperatur hier an. Hier ist die Zeit gegeben. Und hier ist dann die. Hier sind die ganzen Weine dann. Das Hotel hat auch ein riesen Schwimmbad. Das ist aber 500 Meter entfernt von hier. Und das Hotel hat auch diesen Abenteuerspielplatz oder Vergnügnispark. Ja, das war's alles von dem Hotel Eden. Dieses Hotel hat sehr viel Geschichte. Es waren sehr viele Politiker, sehr viele Präsidenten hier gewesen. Es war sogar Albert Einstein hier gewesen. Und Adolf Hitler war auch hier gewesen. Nicht nur angeblich, er war hier gewesen. Was wir nicht wissen, ob er nach dem Krieg nochmal hier war, weil er dann angeblich in dem Bunker in Berlin gestorben ist. Es gibt einige Leute hier, die haben sehr viel Evidenz, dass er hier war. Aber es gibt, glaube ich, keine Fotos, die das zeigen. Gut, dann hier in der Falda noch was essen gegangen, ein schönes Lokal. Und ein Schnitzel Milanese nennt sich das hier, alla Napolitana. Und ein paar Kartoffeln im Ofen. Gut, frisch gestärkt geht's wieder ab nach Hause. Das ist Dorf La Falda. Ist gerade viel los. Ja, auf geht's zum Auto und dann nach Hause. Wartet auch schon der Wagen auf uns. Jetzt geht's noch nach Carlos Paz. Und dann wieder nach Villagrán. Vielleicht noch einen Kaffee in Carlos Paz trinken. Carlos Paz habt ihr ja schon gesehen im anderen Video. Da lasse ich den Link auch noch gleich zu. Carlos Paz hat eine Kuckucksuhr. Hier haben wir, glaube ich, auch eine Kuckucksuhr. Können wir mal gucken, ob wir die noch aufnehmen können. Aber ich glaube, das war es schon gewesen hier vom Dorf. Viel mehr gibt es auch nicht mehr. Und ja, gut, wir haben nochmal einen Break gemacht in Carlos Paz. Das ist übrigens hier der Supporter heute für das Reisen. Hat Bluetooth, fährt. Erst 27.000 Kilometer drauf. Und ja, war eine nette Fahrt heute und kann ich wirklich nur gut drüber reden über den App. Ich hoffe, das hat euch gefallen heute. Es war mal etwas ein anderes Programm. Für Dienstag ist geplant eine Reise nach Alta Gracia. Würde ich mit einem Freund hinfahren und das Museum von dem Che Guevara besuchen. Das war alles gewesen. Alles Gute nach Deutschland. Okay, alles Gute, bis zum nächsten Video und ciao.